Das Versprechen ist schon alt, doch passiert ist bisher wenig. Bundeskanzler Scholz hat erneut versichert, dass die Bundesregierung Straftäter aus Afghanistan abschieben wird. Seine Regierung arbeitet daran, dies möglich zu machen, sagte Scholz am Abend in einem Bürgerdialog in Saarbrücken. Ähnliches hatte er schon im Oktober des vergangenen Jahres gefordert. Die tatsächlichen Zahlen sprechen jedoch eine ganz andere Sprache. Ein Urteil aus Nordrhein-Westfalen könnte jetzt die Trendwende einleiten. Die Union fordert deswegen Konsequenzen von der Ampelkoalition. Matthias Heinrich berichtet. Bürgerdialog in Saarbrücken. Wann werde die Bundesregierung endlich ausländische Straftäter abschieben? So die Frage. Konkret Syrer und Afghanen. Der Kanzler versichert, bald werde man auch von solchen Rückführungen hören. Seien Sie sicher, wir haben sehr intensive Gespräche und versuchen das herzustellen, weil es Ihrem und meinem Gerechtigkeitsgefühl entspricht. Und deshalb müssen wir das auch durchsetzen, müssen aber immer das auch hinkriegen im Hinblick auf die Regierung, wo wir es hinschicken müssen. Das ist ja die Aufgabe, aber daran arbeiten wir. Deutschlands Zuständigkeit Ende an der Grenze, so Scholz. Andere Länder müssten die Menschen zurücknehmen. Dies würden Sprücheklopfer nicht erwähnen. Im großen Stil müsse man abschieben, sagte der Kanzler in einem Interview im Oktober. Der Spiegel wies damals auf Hunderttausende Ausreisepflichtiger in Deutschland hin. Doch das Deutschlandtempo lässt hier viel Luft nach oben. 2018 gab es weit über 23.000 Abschiebungen, 2020 nur noch 10.800, 2022 dann fast 13.000, 2023 auch nur 16.430. Schuld sei der Schlendrian der Ämter, stellt der Kanzler fast trotzig fest. Dass wir die Verfahren in Deutschland massiv beschleunigen müssen. Und deshalb habe ich entschieden, dass wir mit dem Schlendrian und dem Aufgeben, das die letzten Jahrzehnte geprägt hat, einen Schluss machen. Fehlt eigentlich nur noch Basta. Man habe Grenzkontrollen eingeführt, so Scholz. Gefordert hatten dies unter anderem aber die Landesregierungen in Brandenburg und Sachsen. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich monatelang dagegen gewehrt. Erst im Vorfeld der EM die Kontrollen angeordnet und siehe da, sie haben Erfolg. 8.300 unerlaubte Einreisen wurden verhindert, rund 1.100 Haftbefehle wurden vollstreckt. Nancy Faeser will die Kontrollen bis Jahresende allerdings wieder zurückfahren. Der Blick an die Grenzen über die Europameisterschaft hinaus hat gezeigt, dass tausendfacher Missbrauch der Freizügigkeit erfolgt durch Kriminelle, aber auch durch illegale Migration. Deswegen ist es wirklich ein Sicherheitsrisiko, das die Frau Bundesinnenministerin hier selbst verursacht. Solange die EU-Außengrenzen löchrig seien, müssten die eigenen Grenzen geschützt werden, fordert die Union. Kontrollen gegen unerlaubte Einreisen und Abschiebungen, da kann sich die Ampel wirklich nicht mit Ruhm bekleckern. Oder anders gesagt, da ist noch viel Luft nach oben. Und wie viel Luft, das wollen wir jetzt erfahren. Zugeschaltet ist der SPD-Politiker Ralf Stegner. Er ist der ehemalige Finanz- und auch Innenminister aus Schleswig-Holstein. Herr Stegner, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Der Bundeskanzler will also Straftäter aus Syrien und Afghanistan künftig abschieben. Man arbeite sehr intensiv daran, sagte er. Die Zahlen sehen jedoch ganz anders aus. Warum sollte man Olaf Scholz glauben, dass jetzt wirklich etwas passiert? Naja, es ist natürlich eine Gerechtigkeitsfrage, dass wir Akzeptanz für Zuwanderung nur dann haben, wenn wir diejenigen, die Gewaltkriminalität verüben, auch zurückschicken in die Länder, aus denen sie herkommen. Das ist in manchen Ländern einfacher, in manchen ist es komplizierter, weil wir immer kooperieren müssen mit den Regierungen, weil wir natürlich auch sicherstellen müssen, dass da keine Todesstrafe herrscht oder die Leute gefoltert werden. Das muss ja klar sein, wir sind ein Rechtsstaat. Aber damit können Sie doch nach Syrien und Afghanistan schon gar niemanden mehr abschieben. Wenn Sie das jetzt schon zur Grundlage machen, können Sie nach Syrien und Afghanistan sowieso nicht abschieben. Nein, ich glaube schon, dass es Verständigung geben kann dort mit den Regierungen. Das kann man nicht auf dem offenen Markt tun, deswegen ist das auch ein bisschen kompliziert. Aber selbstverständlich kann es solche Verständigungen geben. Im Übrigen gilt unser Grundgesetz ja immer. Das ist also gar keine Einschränkung, die ich gerade gemacht habe, sondern das schreibt uns das Grundgesetz vor. Rechtsstaatlichkeit, trotzdem muss das schneller gehen, kann auch schneller gehen. Aber da muss nicht jedes Detail in der Öffentlichkeit ausgebreitet werden. Man muss das pragmatisch hinbekommen. Das kann man auch. Da gibt es Wege, daran wird gearbeitet. Und die das aus der Opposition kritisieren, übrigens, denen muss man sagen, die haben das schon gar nicht zu Wege gebracht, als sie selbst regiert haben. Das ist ja nicht so lange her. Also wir schaffen das schon. Das ist auch notwendig.
Denn nochmal, wir müssen für diejenigen, die hier arbeiten wollen, sich integrieren, sich an Recht und Gesetz halten, die müssen Chancen kriegen. Und die Gewaltkriminalität verüben, die können nicht bleiben. Dann hat man auch Akzeptanz für Flüchtlingspolitik und für Asylrecht in Deutschland. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat jetzt in einem Urteil einem Syrer den subsidiären Schutz abgesprochen. Die Union sieht darin eine so wörtlich schallende Ohrfeige für die grüne Außenministerin Baerbock. Das Auswärtige Amt ist ja grundsätzlich für die Einordnung des Schutzstatus der einzelnen Staaten zuständig. Also das ist der Tenor dahinter. Teilen Sie die Kritik der Union? Nein, überhaupt nicht. Wenn ein Gericht entscheidet, dann ist es bei uns die Instanz, die zu entscheiden hat. Und dann geschieht genau das, was der Bundeskanzler angekündigt hat. Aber dass man sich an Gerichtsurteile zu halten hat, ob sie einem nun gefallen oder nicht, das gilt bei uns. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, das zu politisieren, sondern es bietet die Voraussetzung für das, was der Bundeskanzler gesagt hat, dass wir Menschen, die Gewaltkriminalität verüben, damit die Akzeptanz auch untergraben für Asylrecht, dass wir die zurückschicken wollen. Dazu gibt es Verhandlungen mit afrikanischen Staaten. Da gibt es bei den Staaten, über die wir gerade reden, eben auch mal Gerichtsurteile, wie das, was Sie gerade zitiert haben. Das ist in Ordnung. Das zeigt dann nur, dass unser Handeln auch rechtsstaatlich ist. Und das muss es ja sein, ich sage es nochmal, weil das Grundgesetz immer gilt. Bundesinnenministerin Faeser, die prüft ja seit der Messerattacke eines Afghanen in Mannheim, das war Ende Mai, Abschiebungen nach Syrien oder Afghanistan. Die ist also auch da dran. Das dauert aber eben alles sehr lange. Verstehen Sie, dass bei den Bürgern irgendwann der Eindruck entsteht, dass die Politik sich viel zu viel Zeit lässt und dass eben dadurch auch Vertrauen verloren geht? Ich glaube, es hilft ja nichts, den Menschen was vorzumachen, was nicht geht. Dass das kompliziert ist, gerade mit solchen Regierungen wie in Afghanistan oder Syrien, haben Sie ja selbst gesagt. Das hat mit den Verhältnissen dort zu tun. Gleichwohl müssen wir es hinbekommen. Der Kanzler hat das angekündigt und wir werden das hinbekommen. Aber mit starken Sprüchen aus der Opposition ist das nicht getan, sondern man muss das in ordentlichen Verfahren tun. Das machen wir. Nochmal, ich glaube, ganz viele, die hier leben, arbeiten wollen, sich die deutsche Sprache lernen, sich integrieren, die leben auch davon, dass wir eben nicht dulden, dass diejenigen, die Recht und Gesetz verletzen, die Gewaltkriminalität verüben, hier bleiben können. Daran arbeiten wir. Wir werden das hinbekommen. Das haben andere nicht hinbekommen. Und insofern ist das eine Frage, die geht jetzt nicht ganz schnell, aber sie geht voran und Sie werden auch in Kürze darüber berichten können, dass das erfolgreich ist. Lassen Sie uns noch über einen anderen Aspekt des Kanzler-Bürger-Dialogs vom Abend reden. Olaf Scholz will die Schwarzarbeit in Deutschland stärker bekämpfen und dabei jene in den Blick nehmen, die parallel Bürgergeld beziehen. Wie will man das denn flächendeckend kontrollieren? Das Vorhaben dürfte im Grunde ja schon an der Personaldecke der Jobcenter scheitern. Naja, das mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit ist ja ausgedehnt worden. Da hat die Bundesregierung neue Stellen für geschaffen. Das ist auch sehr in unserem Interesse, denn Schwarzarbeit schädigt ja die Gemeinschaft und das wollen wir nicht. Ich glaube, bei den Bürgergeldempfängern ist das ein kleiner Teil. Da ist ja unser größtes Problem eher, dass viele Bürgergeld bekommen müssen, weil die Löhne zu gering sind und sie aufstocken müssen. Aber diejenigen, die eben ihre Rechte verletzen, die Bürgergeld beziehen und schwarzarbeiten, die dürfen das nicht tun, weil das, glaube ich, in der Tat nicht akzeptiert werden kann. Das gilt aber nicht nur für Bürgergeldempfänger, sondern für andere eben auch. Schwarzarbeit ist schädigt das Gemeinwesen, muss bekämpft werden. Das sind die Einnahmen, die wir eigentlich bräuchten, um was für Kinderbetreuung oder andere Themen zu tun. Und deswegen ist es eine Gerechtigkeitsfrage, der wir mit aller Konsequenz nachgehen. Aber lassen Sie uns bei den Bürgergeldempfängern noch mal bleiben, die eben dann schwarz nebenher arbeiten. Also solche Fälle gibt es, wenn es auch nicht generell so ist. Aber wie sollten denn die Sanktionen dann aussehen? Letztendlich haben doch die Gerichte dem Staat sehr enge Grenzen gesetzt, wenn es gerade um die Beschneidung des lebensnotwendigen Minimums geht. Das lebensnotwendige Minimum darf nicht beschränkt werden. Auch da gilt das Grundgesetz. Und das kann auch nicht durch Sprüche der Opposition aufgehoben werden. Sollten wir auch nicht tun. Aber dann, wie wollen Sie dann bei Schwarzarbeit sanktionieren? Naja, also erstens mal, indem das aufgeklärt wird, die Bestrafung auch erfolgt und im Übrigen dann mehr als das Minimum auch nicht bezahlt wird. Aber nochmal, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass das vornehmlich Bürgergeldempfänger sind, die schwarzarbeiten, sondern Schwarzarbeit ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Das muss angegangen werden, weil es die Gemeinschaft schädigt, genauso wie Steuerhinterziehung. Und solche Themen, die müssen konsequent bekämpft werden. Das tun wir. Aber nochmal, das geht nicht mit Sprüchen, sondern mit Personal. Wir haben das Personal geschaffen, im Gegensatz zur vorherigen Regierung. Übrigens, Olaf Scholz hat damit angefangen als Finanzminister, dass gegen Schwarzarbeit vorgegangen wird, stärker. Das müssen wir tun. Und das machen wir nicht nur bei Bürgergeldempfängern, sondern bei allen anderen. Sagt der SPD-Politiker Ralf Stegner. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.